Hallo und herzlich willkommen bei Die Märchentante, deinem Podcast für einen entspannten Tagesausklang. Mein Name ist Alexandra Mattes und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für die netten Zuschriften, für eure Spenden, eure Feedbacks. Sehr gerne kannst auch du mir deine Wünsche mitteilen, zum Beispiel in den Kommentaren bei YouTube oder über Instagram. In dieser Folge entführe ich dich auf eine Reise nach Persien, zu der jungen Prinzessin Daria und einem geheimnisvollen Teppichweber. Vorab kannst du dich wie immer bei einer sanften Abendmeditation entspannen und den Tag hinter dir lassen, bevor dann die Geschichte beginnt. Ich wünsche dir jetzt schon mal einen wundervollen Abend und schöne Träume. Bestimmt hast du es dir in deinem Bett schon gemütlich gemacht. Wenn du möchtest, kannst du dich nochmal recken und strecken und dazu tief ein- und ausatmen. Kreise deine Hand- und Fußgelenke, rückel und regel dich, gib dir die Bewegungen, die dir gerade gut tun. Und wenn du dann soweit bist und noch nicht getan, dann schließe ganz sanft deine Augen. Werde ganz ruhig. Lasse deinen Atem natürlich und gleichmäßig ein- und ausströmen. Stell dir den dunklen Sternenhimmel vor, die sanft funkelnden Sterne, wie winzige Lichter, die dir zuflüstern, alles wird gut. Jeder Atemzug, den du nimmst, bringt dich näher zu deinem Ort der Ruhe, der Entspannung. Mit jedem Ausatmen lässt du die vielleicht noch vorhandene Anspannung ein wenig mehr los. Lass los. Mehr und mehr. Gemütlich, geborgen und immer entspannter. Es gibt jetzt nichts mehr zu tun, als einfach nur zu entspannen. Und während du da liegst und möglicherweise schon immer schwerer und immer müder wirst, lade ich dich ein, wie nebenbei nochmal die Bilder deines heutigen Tages vorbeiziehen zu lassen. Als würdest du einen Film ansehen, in dem du die Hauptrolle spielst. Gleich, wenn ich es sage, schau einfach mal, welche Bilder sich so vor deinem inneren Auge zeigen. Jetzt 1 Minute für deine Bilder des Tages.
dann stell dir vor, im Abspann kommen nochmal die Momente, die besonders schön waren, die dich vielleicht besonders berührt haben. Mindestens 3 Dinge, für die du heute besonders dankbar bist. Nimm nochmal einen etwas tieferen Atemzug ein und lass mit dem Ausatmen los. Die Bilder des Tages, das, was heute war, darf verblassen, verschwimmen. Jetzt darf es gerade nur um dich gehen. Um deinen inneren Frieden, deine Verbindung zu dir selbst. Wohlig und friedlich, geborgen und sicher. Und während du da liegst und mehr entspannst, können sich die Dinge für dich entwickeln. Alles, was während des Tages vielleicht ein wenig durcheinander geraten ist, darf jetzt wieder in die für dich optimale Balance gebracht werden. Es gibt nichts mehr zu tun. Die Dinge tun sich für dich. Einfach so, während du gleich schläfst, aber auch jetzt schon, während du mehr und mehr entspannst. Und das darf sich gut anfühlen. Alles darf sich für dich zum Besten entwickeln. Möglicherweise ja sogar noch besser, als du es dir jetzt vorstellen kannst. Mit jedem Atemzug entspannter. Du bist einzigartig und wertvoll. Und es ist gut, dass du da bist. Du darfst nun ruhen, darfst jederzeit einfach einschlafen. Ob jetzt oder gleich während oder nach der Geschichte, ist ganz egal. So wie es sich heute ergibt, so ergibt es sich eben. Und ganz nebenbei nehme ich dich mit auf eine kleine Reise. Weit, weit weg. Und du darfst belauschen und beobachten, was dort so vor sich geht.
in einem fernen Winkel Persiens, wo die Luft nach Safran und Rosen duftet und die Kuppeln der Moscheen wie goldene Träume im Licht flirren, lebte einst eine Prinzessin mit dem Namen Daria. Sie folgte ihren Eltern, so gut sie es vermochte. Doch ihr Blick und ihre Sehnsucht, die Welt zu erleben, reichten weiter, als ihre Eltern es sich gewünscht hätten. Ihre Gedanken streiften weit über die Palastmauern hinaus. Ihr Vater, der Schah, war ein gerechter und weiser Mann, den die Menschen im ganzen Reich verehrten. Doch seine Welt bestand aus Pergament und Paragraphen. Darias Mutter hingegen war fasziniert von der Sternenkunde. Nächtelang saß sie in einem kleinen Observatorium in der obersten Etage des Palastes, umgeben von gelehrten Astronomen. Und wenn Daria nicht schlafen konnte, schlich sie hinauf zu ihrer Mutter in die Kuppel und ließ sich den Lauf der Planeten erklären. Darias Neugier nach fremden Menschen und ihren Geschichten wuchs mit jedem Jahr. Und es war ihre Amme, eine alte Frau mit runzligen Händen und einer Stimme, die so klar und weise war wie das Echo eines Bergsees, die ihr von den Menschen außerhalb der hohen Palastmauern erzählte. Eines Abends, als der Vollmond die Palastgärten mit silbernem Schein überzog, setzte sich Daria neben ihre Amme auf einen gepolsterten Diwan. »Liebe Amme«, begann Daria leise, »ich frage mich, wie das Leben jenseits dieser Mauern aussieht. Ich will erfahren, wie Menschen lachen und weinen, wie sie arbeiten, wie sie essen und ruhen, ganz ohne Palast und Prunk.« Die Amme sah die Prinzessin einen Augenblick an. Dann schenkte sie ihr eine Tasse Kamillentee ein. »Mein Kind«, flüsterte sie, »die Welt birgt Freuden und Laster, Güte und Härte. Bist du bereit, beide Seiten zu sehen?« Daria nickte entschlossen. »Ja, ich will es erfahren, nicht nur aus Büchern oder Erzählungen.« Da nahm die Anne ihre Hand und sprach: »Hinter den 7 Bergen, weit im Osten, lebt ein Teppichweber. Seine Teppiche sind herrlich kunstvoll gewebt. Es heißt, er besitzt einen ganz besonderen Teppich, der fliegen kann. Wer auf ihm sitzt, wird dorthin getragen, wohin das Herz zu fliegen wagt.« In Darias Augen leuchtete ein Feuer auf. Die Amme, die den Keim dieser Sehnsucht in ihr geweckt hatte, fühlte ein flaues Ziehen im Bauch. Sie ahnte, dass sie die Prinzessin damit einem Risiko aussetzte. Hastig rutschte sie vom Diwan und versuchte, das Thema zu wechseln. Doch Daria hob die Hand und verlangte:
Erzähl weiter. So lauschte die Prinzessin, und die Erzählung vom fliegenden Teppich wuchs in ihrem Inneren zu einem Pfeil, der nicht mehr aufzuhalten war. Am nächsten Morgen betrat Daria mit festem Schritt den Thronsaal, in dem ihr Vater, der Schah, über Handelsrollen gebeugt saß. Ein feiner Duft von Weihrauch lag in der Luft. Daria verneigte sich tief und sprach mit ruhiger Stimme: Vater, ich habe vernommen, dass jenseits der 7 Berge ein Teppichweber lebt, der die herrlichsten Teppiche fertigt. Mein alter Teppich hat seine Farben verloren und ich wünsche mir einen neuen, den ich selbst auswählen möchte. Der Schah schwieg. Ungern wollte er, dass Daria, seine einzige Tochter, für längere Zeit den Palast verließ. Doch dann glitt ein Sonnenstrahl über seine Stirn und sein Gemüt wurde weicher. Schließlich blickte er auf und sagte leise: So geh, mein Kind. Er winkte einen Diener herbei. Dieser sollte für Daria sein bestes Pferd satteln. Außerdem ließ er seinen treuen Wesir rufen, der sie auf ihrer Reise begleiten sollte. Der Wesir war ein junger, gelehrter Mann, der bei Hofe seine Tage mit politischen Debatten verbrachte. Als er erfuhr, er müsse die Prinzessin zu einem Teppichweber führen, verzog er das Gesicht. Nur ungern wollte er den Palast und die Annehmlichkeiten hier verlassen, um auf dem Pferd über 7 Berge zu einem Teppichhändler zu reisen. Doch er fühlte sich verpflichtet, zu gehorchen. Am frühen Morgen ritten Daria und der Wesir nebeneinander in Richtung Osten hinaus. Sie sprachen kaum ein Wort. Daria war dankbar für die Stille, denn so konnte sie das Rauschen der Olivenhaine hören, die unter der aufgehenden Sonne glänzten, und das Plätschern des Flusses, das ihr Geschichten zu erzählen schien. Der Wesir hingegen war in Gedanken versunken und plante schon das nächste Regierungsdekret. Nach Tagen des Reitens erreichten sie den 7. und höchsten Gipfel. Von hier oben sahen sie ein karges Dorf, das Ziel ihrer langen Reise. Sie ritten ins Tal und befragten die Dorfbewohner nach dem Weg zum Teppichweber. Eine alte Frau beschrieb ihnen einen schmalen Pfad, der in eine Gasse führte, wo bunte Teppiche dicht an dicht hingen. Daria spürte, wie ihr Herz schneller schlug. Als sie die Werkstatt erreicht hatten, bat Daria den Wesir, draußen zu warten, damit sie ungestört eintreten und den Teppich selbst auswählen konnte. Der Wesir war erstaunt über diesen Willen und dachte:
Eine Prinzessin allein beim Einkauf? Nun denn, dann habe ich genug Zeit, mich im Dorf umzusehen. So zog er sich zurück und schlenderte durch die kleinen Gassen, während Daria in die Werkstatt des Teppichwebers eintrat. Sie wurde empfangen durch einen Duft von Wolle und natürlichen Farben. An den Wänden hingen prachtvolle Teppiche, deren Muster farbenfrohe Situationen beschrieben. An einem mächtigen Webstuhl saß der alte Weber und blickte sie mit seinen dunklen und freundlichen Augen an. »Salam, Meister«, begann Daria. »Ich suche den Teppich, der fliegen kann. Ich möchte die Welt sehen und Menschen kennenlernen, so wie sie wirklich sind.« Der Weber musterte sie in aller Ruhe und forderte sie schließlich auf, sich zu setzen. »Wer nach dem Himmel fragt, trägt ihn bereits in sich«, sprach er. Daria ließ sich auf einem Stapel gewebter Teppiche nieder und sah den Weber neugierig an. Er begann von der Welt zu erzählen. Nicht vom Glanz der Paläste, sondern von den Menschen, die ihre Felder bestellten, von Müttern, die ihre Kinder in den Schlaf sangen, von Handwerkern, die Tag für Tag mit ihren Händen Brot und Töpfe schufen, und er erzählte ihr, wie man in fremden Ländern nach dem Gebet Goldstaub in die Luft wirft, weil man glaubt, so die Sonne zu erfreuen, und wie in anderen Gegenden einfache Pilger in kargen Hütten Zuflucht finden. Daria sog jedes Wort auf. Und er sprach weiter: In jedem Lächeln erkennst du den gleichen Wunsch nach Liebe. Schließlich fragte er: Sag, was wünschst du dir wirklich? Daria spürte, wie ihr Herz schneller klopfte. Ich möchte lernen, Menschen anzunehmen, wie sie sind, und begreifen, wie sie lieben und hoffen. Ich möchte sehen, wie sie feiern, aber auch, wie sie trauern und gemeinsam wieder aufstehen. Der Weber nickte verständnisvoll. Er griff nach einem schlichten Teppich, der zusammengerollt in der Ecke stand, und breitete ihn vorsichtig vor Daria aus. Wenn du fliegen willst, setze dich auf ihn und sprich die Worte: Bring mich dorthin, wo mein Herz frei sein kann. In diesem Moment kehrte der Wesir zurück. Er betrachtete abfällig den unscheinbaren Teppich und zog eine Augenbraue nach oben. Ein so schlichter Teppich, wo es jedoch so außergewöhnlich prachtvolle gibt? Daria lächelte sanft und erwiderte: Genau diesen Teppich möchte ich haben und keinen anderen. Der Wesir zuckte mit den Schultern, bezahlte und rollte den Teppich ein, während Daria
sich vom Teppichweber verabschiedete. Auf dem Rückweg über die Bergpässe begann der Visier seine Stimme zu erheben. Tagelang sind wir nun durch die Berge geritten. Und du suchst dir einen Teppich aus, der einem Bauernläufer gleicht. Er ist nicht einmal mit Goldfäden durchzogen. Wie soll er dich emporheben? Er ließ nicht von seiner Kritik ab und ließ seine Wut über die Mühen der Reisen an Daria aus. Schweigend ritt sie neben ihm her. Doch plötzlich hielt sie mitten auf dem Pfad inne. Die Sonne stand tief und ihre Schatten zogen über das steinige Gebirge. Sie blickte den Visier an und spürte sein Unverständnis. Dann stieg sie von ihrem Pferd ab, griff nach dem Teppich, der sich wie von selbst vor ihr ausbreitete, und setzte sich auf ihn. Schließlich flüsterte sie: Bring mich dorthin, wo mein Herz frei sein kann. Ein kaum hörbares Säuseln erfüllte die Luft. Und der Teppich löste sich von der Erde. Mit einem Mal erhob er sich hoch in die Lüfte und trug Daria davon. Der Visier starrte ihr nach. Die Reise auf dem fliegenden Teppich führte Daria in verschiedene Ecken der Welt. Sie sah ein buddhistisches Kloster hoch auf einer Bergterrasse, wo Mönche ihr, in meditative Stille versunken, ein Lächeln schenkten. In einem Wüstendorf erfuhr sie, wie Nomaden Fremde bewirteten, obwohl sie selbst fast nichts besaßen. In einer Hafenstadt am Ozean beobachtete sie, wie Muslime am frühen Abend ihr Gebet verrichteten und sich später mit Christen und Juden auf einem Basar trafen, um mit Gewürzen und Tüchern zu handeln, ohne einander abweisend zu begegnen. Sie lernte, wie Hindus Feuerrituale abhielten, um den Göttern Dankbarkeit zu zeigen. Überall, wo sie landete, sprach sie mit einfachen Leuten, mit Müllsammlern, Bauern und Mägden. Sie hörte von Elend und Not, aber auch von Mitgefühl und Zusammenhalt. Eine Wirtin in einem kleinen Bergdorf teilte mit ihr das letzte Stück Brot, das sie besaß. Ein Straßenmusiker in einer Wüstenstadt sang für sie ein Lied, das von Hoffnung und Neubeginn erzählte. Ein besonderes Treffen hatte sie mit einem jungen Arzt. Er versorgte Kranke, egal welcher Glaubensrichtung sie angehörten, und sagte: Ich folge keiner Religion mehr als der Menschlichkeit. Daria begriff, dass Frieden und Freiheit im Mitgefühl und im Erkennen des Wertes jedes Menschen liegen, ganz gleich, wie anders er dachte oder lebte.
Eines Tages, als gerade der Morgen dämmerte, setzte sich Daria wieder auf ihren Teppich. Sie waren gerade in einer Küstenstadt, die vom frischen Duft des Meeres erfüllt war. Ihre Augen hatten viel gesehen, ihre Ohren viel gehört. Ihr Herz war schwerer und doch leichter als je zuvor. Sie blickte gen Himmel und flüsterte: »Bring mich nach Hause.« Erneut wurde sie hoch in die Lüfte getragen. Über das blaue Meer, über endlose Dünen und schroffe Berge, bis der Teppich sie sanft in den Palastgärten niederließ. In den letzten Lichtstrahlen der Abendsonne sah sie vertraute Gestalten. Ihren Vater, den Schah, ihre Mutter und den Wesir. Der Schah trat vor und blickte seine Tochter an. Doch sie war nicht länger dieselbe. Ein offenes, weißes Leuchten lag in ihren Augen. Er atmete tief und sagte: »Meine Tochter, du trägst ein Licht in dir, das ich nie zuvor gesehen habe.« Daria begann zu erzählen. »Ich habe Menschen gesehen, die nichts haben und doch alles teilen. Ich habe gelernt, dass Glaube, Sprache oder Kleidung zwar unterschiedlich sind, doch unser Herz gleich schlägt. Ich habe erfahren, dass Mitgefühl stärker ist als jede Grenze.« Die Mutter trat näher und ihre Augen glänzten. Sie nahm Daria fest in die Arme und sprach: »Du hast weit mehr gesehen als Sterne und Formeln, mein Kind. Und nun näherte sich auch der Wesir. Er verneigte sich tief vor Daria und sprach: »Ich habe mich geirrt, Prinzessin. Ich sah in dir nur naive Träumerei, doch jetzt erkenne ich deinen Mut und deine Klugheit. Du hast Menschlichkeit gesucht und gefunden.« Von diesem Tag an trafen sich Daria und der Wesir einmal in der Woche, immer zur gleichen Stunde, um sich auszutauschen. Sie trafen sich im Observatorium der Mutter. Und Daria berichtete von dem Dorfarzt, dem Straßenmusiker, den Mönchen und Wüstennomaden. Und der Wesir erzählte ihr von den politischen Verhandlungen, die er nun mehr denn je aus dem Geist der Menschlichkeit herausführen wollte. Gemeinsam erkannten sie, dass ihre Verschiedenartigkeit ein Geschenk war. Darias Mitgefühl bereicherte seine Rationalität und seine kluge Besonnenheit half ihr, Liebe und Güte in geordnete Bahnen zu lenken und wachsen und gedeihen zu lassen.
Und immer wieder stieg sie auf ihren Teppich und flog hinaus in die Welt, um die Menschen kennenzulernen. Und sie lebte glücklich und in Frieden. Und wenn sie nicht gestorben ist, so lebt sie auch heute noch. Und dir wünsche ich eine gute Nacht, einen tiefen und erholsamen Schlaf und schöne Träume.